Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum nächsten Schulungsvideo im Zusammenhang mit Traden auf Wettbörsen. Heute mit dem Themapunkt ein Greenbook mit einem Zielprofit zu erstellen. Mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sportsbetting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für das Thema des professionellen Sportwettens. Und Sie werden jetzt hier einen Auszug erhalten von meinem Live-Coaching-Programm, wo wir eben auch jeden Sonntag 6 Stunden lang traden auf der Börse und eben die Teilnehmer auch erfahren, wie das professionell funktioniert. Und heute eben mit dem Themenpunkt Greenbook Zielprofit, was das genau ist und wie man das auch in der Praxis dann umsetzt. Beginnen wir mal mit der Definition, was ist eigentlich ein Greenbook mit einem Zielprofit? Im Endeffekt, das Greenbook selbst ist, wir schließen einen Trade ab und verteilen unsere Gewinne gleichmäßig auf alle Ausgänge mit einem fix vordefinierten Betrag. Damit wir uns das auch ein bisschen in der Praxis vorstellen können, was das jetzt genau ist, habe ich ein Fallbeispiel für Sie vorbereitet. Und zwar nehme ich hier das Spiel Südkorea gegen Portugal von der WM 2022 mit dem Markt under 2,5 Tore. Und hier wollen wir einen Teilabschnitt von dieser Quotenbewegung für unseren Vorteil nutzen. Und zwar wurde hier für dieses Fallbeispiel die Startquote 1,93 verwendet für das unter 2,5 Tore. Und wenn diese Quote auf 1,25 fällt, dann möchte ich meinen Trade schließen, aber eben einen vorher fix definierten Profit damit generieren. Und damit das aber eben funktioniert, dass ich eben einen fix vordefinierten Betrag gewinne, muss ich einmal diesen Betrag festlegen. Der Zielprofit soll hier sein 100 Euro, wenn eben diese Quotenbewegung von 1,93 auf 1,25 stattfindet, sodass ich 100 Euro Profit mit nach Hause nehme, egal wie das Spiel danach noch ausgeht. Und dafür brauche ich folgende Handlungsschritte, damit das in der Praxis funktioniert. Erster Schritt, Sie brauchen den Trading-Rechner von der Sportsbetting Academy und in diesem Trading-Rechner können Sie hier nun im ersten Schritt folgende Informationen eingeben. Wir müssen zuerst eine sogenannte Backwette abschließen, weil wir ja hier voraussagen, dass die Quote niedriger wird, wenn wir eben von 1,93 auf 1,25 hier diese Quotenbewegung mitnehmen wollen. Und beim unter 2,5 Tore wird ja diese Quote nur dann erreicht, wenn zum Beispiel es wahrscheinlicher wird, dass eben keine 3 Tore fallen. Das heißt, durch den Zeitverlauf habe ich eben 3 Möglichkeiten, dass ich das erreiche. Im ersten Schritt, wenn zum Beispiel kein Tor fällt, wird die Quote fallen. Wenn ein Tor gefallen ist oder auch wenn 2 Tore gefallen sind, habe ich noch die Chance, dass eben die Quote 1,25 erreicht wird. Somit trage ich eben hier oben ein bei Back die Quote 1,93 im ersten Schritt und hier herunten bei Lay die Quote 1,25 und stelle dann hier unten auch diesen Button auf Greenbook. Das ist einmal der erste Schritt, dass ich diese Informationen hier eintrage. Im nächsten Schritt werden Sie dann hier in diesem Rechner sehen, dass es hier ein sogenanntes Schloss gibt. Und wenn ich dieses Schloss hier anklicke, kann ich dann hier daneben einen Betrag eingeben. Und wenn ich dann jetzt hier zum Beispiel 100 Euro eingebe, dann ist das genau jener Betrag, den ich gerne hier als Profit mit nach Hause nehmen möchte, wenn eben genau diese Quotenbewegung stattgefunden hat. Und sobald Sie das gemacht haben, wird automatisch hier eine Berechnung durchgeführt. Und da sehen Sie nun, dass zum Beispiel für das unter 2,5 Tore bei der Quote 1,93 unser Back-Einsatz, das wir für diese Situation zuerst setzen müssen, nun 189,51 Euro ist. Und wenn die Quote dann runtergefallen ist auf 1,25, müssen wir das Ganze mit 292,60 Euro wieder layen, damit wir eben hier genau 100 Euro Profit mit nach Hause nehmen. Schauen wir uns nun den zweiten Schritt an, was wir hier durchführen müssen. Wir gehen jetzt da auf die Wettbörse und platzieren hier eine sogenannte Backwette, also für das unter 2,5 Tore, jetzt in dem Fall mit der Quote 1,93, mit dem Einsatz von 189,51, so wie wir es aus dem Rechner zuvor ermittelt haben. Im dritten Schritt müssen wir jetzt da beim Rechner unseren sogenannten Lay-Einsatz ablesen und diesen dann auch verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch einmal auf den Rechner zurückgehen, dann sehen wir, dass wir bei der Quote 1,25 292,60 Euro hier gegen diese Situation setzen müssen, um eben hier 100 Euro dann Profit mit nach Hause zu nehmen.
Somit gehen wir dann hier im vierten Schritt erneut auf die Wettbörse und klicken dann hier auf diese rosane Quote, wo derzeit noch 1,95 steht. Und im unteren Abschnitt sehen Sie, wenn ich jetzt beim unter 2,5 die Quote 1,25 definiere und den Einsatz eingebe 292,60 €, dann werden Sie hier dort, wo dieser weiße Pfeil ist, jetzt erkennen, dass es ab diesem Zeitpunkt, egal ist, ob das Spiel jetzt da unter oder über 2,5 Tore ausgeht, Sie werden hier in beiden Fällen 100 € Profit mit nach Hause nehmen. Dafür muss natürlich auch die Quote zuerst auf 1,25 fallen, damit eben hier dieser Trade durchgeführt werden kann. Jetzt besteht natürlich hier auch wiederum ein Risiko, das heißt, wenn ich das eben so mache, kann natürlich passieren, dass die Quote 1,25 eben nie erreicht wird, weil zum Beispiel zuvor 3 Tore gefallen sind. Wir haben eben hier, wie gesagt, auch vorher schon 3 Anläufe, um eben die Quote 1,25 zu erreichen. Das heißt, der erste Anlauf ist eben, wenn wir jetzt zu Spielbeginn bei 1,93 das kaufen und es fällt kein Tor, dann wird die Quote 1,25 in etwa bis zur Halbzeitpause erreicht sein. Wenn es da zum Beispiel ein Tor gefallen ist, dann steigt zuerst die Quote an und dann, wenn wieder kein weiteres Tor fällt, kommt die Quote wieder Richtung 1,01. Also auch hier habe ich dann die Chance, dass die Quote bei 1,25 ankommen wird. Und der dritte Anlauf wäre, wenn eben 2 Tore schon gefallen sind, dass auch hier zum Beispiel kein weiteres Tor fällt, dass eben hier wiederum erneut die Chance existiert, dass die Quote 1,25 erreicht wurde. Wenn aber eben vorher 3 Tore fallen, bevor die Quote 1,25 erreicht wurde, dann habe ich natürlich hier meinen Verlust. In dem Fall waren es hier etwas mehr als 189 €, genau jenen Betrag, den was ich hier als Back hier definiert habe, sofern ich diesen Trade zum Beispiel dann nicht vorher schon mit einem sogenannten Redbook schließe. Wenn Sie darüber noch mehr erfahren möchten, wie das Traden auf der Wettbörse funktioniert und auch andere Fallbeispiele kennenlernen wollen oder auch am Trading teilnehmen wollen, das jeden Sonntag stattfindet, dann lade ich Sie jetzt da ein, mit mir einen unverbindlichen Infocall zu buchen, wo Sie sich einfach weitere Informationen von mir abholen können. Und dazu gibt es unterhalb von diesem Video einen Link, wo Sie eben auf diesen Kalender von mir kommen und sich mit mir eine 30-minütige Besprechung buchen können, kostenfrei, wo wir uns einfach hier dementsprechend auch unterhalten können über das Thema des Tradens auf der Wettbörse. Ich wünsche Ihnen jetzt daher viel Erfolg, viel Spaß, alles Gute und bis zum nächsten Video.